Jetzt wird es wirklich Zeit, die EU zu verlassen und sein Vermögen in Sicherheit zu bringen. Das war mein erster Gedanke, als ich von den Beschlüssen des EU-Ministerrats und des EU-Parlaments vom 17.01.2024 hörte. Und mit den Details und den Konsequenzen für dich wollen wir uns in diesem Video befassen. Wir haben uns aufgrund der Dringlichkeit dieses Themas übrigens dazu entschieden, gegen Mitte April einen zweitägigen Event mit Experten zum Thema Vermögensschutz in London zu organisieren. Wenn du Interesse daran hast, dann fülle das Formular aus, von welchem wir in der Beschreibung linken. Wir senden dir dann alle weiteren Details per E-Mail zu. So, jetzt aber zurück zum Thema. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber was sich die EU mit ihrem jüngsten Vorstoß in Richtung totaler Überwachungsstaat auf die Fahnen geschrieben hat, finde ich höchst bedenklich. Die Deckelung von Bargeld auf 10.000 € und die Einführung des Vermögensregisters sind dabei nur zwei Teilmaßnahmen. Du hast ja vielleicht in verschiedenen anderen Videos auch davon gehört, von dieser Bargelddeckelung. Und dann haben wir ja vom Vermögensregister so vor ungefähr 2-3 Jahren relativ viel gehört, dazwischen eigentlich jetzt nichts mehr. Und das ist genau das Problem. Diese Vorhaben, diese Entscheidungen ziehen sich oft Jahre hin und man verliert den Faden. Und auch viele der sogenannten Experten, die jetzt hier auf YouTube oder anderweitig im Internet berichten, sehen hier nicht das Gesamtbild, connecten nicht die Dots, wie man so schön auf Englisch sagt. Und deswegen sind es immer nur so isolierte Nachrichten und Videos. Wichtig ist hier, und das meine ich ernst, dass man das Gesamtbild sieht, den Gesamtkatalog der Maßnahmen. Hier ist meine Meinung, dass die EU immer mehr zu einem zweiten China wird. Es scheint wirklich so, als strebe man tatsächlich eine Verschärfung des bereits wirtschaftsfeindlichen EU-Rechtssystems an, was Abwanderungsbewegungen und den Abfluss von Vermögen aus der EU beschleunigen und die generelle Tendenz zur potenziellen Kriminalisierung der Bevölkerung weiter verstärken könnte. Was genau ist passiert? Am 17. Januar 2024 haben sich EU-Ministerrat und EU-Parlament auf eine überarbeitete Version der Anti-Money Laundering Directive 6, AMLD 6, geeinigt, die es schon seit 2020 gibt. In diesem Kontext mussten dann aber auch gleich noch andere Regelwerke erstellt bzw. angepasst werden, unter anderem der Beschluss eines EU Single Rulebook betreffend insbesondere Geldwäscheverordnung, Verordnung zur Errichtung einer EU-Geldwäschebekämpfungsbehörde sowie Änderung der Geldtransferverordnung. Das sind wahnsinnig umfangreiche Änderungen mit weitreichenden Konsequenzen an vielen EU-Regelwerken, die uns tagtäglich betreffen. In der Presse hörst du wenig davon. Es juckt eben den Mann auf der Straße auch nicht, denn tangiert sind ja sowieso nur die in Anführungszeichen Reichen. Der Spiegel spricht sogar davon, dass nur Superreiche betroffen sind. Tatsächlich aber muss jeder Wertgegenstand, der über 200.000 € wert ist, ins Vermögensregister eingetragen werden. Man muss garantiert nicht superreich sein, um Edelmetalle, ein Ferienhaus im Ausland, ein komfortables Wohnmobil, ein Segelboot, Pferd oder Sammlerstück zu besitzen, das 200.000 € wert ist. Ganz besonders dann nicht, wenn man es vielleicht geerbt hat oder das Objekt über die Jahre im Wert stark gestiegen ist. Ganz davon abgesehen ist es doch klar wie Kloßbrühe, dass diese 200.000 € Schwelle abgesenkt wird, sobald das System implementiert und wichtige Bugs behoben wurden. Ebenso ist klar, dass der wirkliche Grund für die Einführung des Registers nicht etwa die Bekämpfung des Terrorismus ist. Für Kommissionspräsidentin von der Leyen ist das Register, und ich zitiere nun, die Ausgangsbasis für kommende Initiativen der EU für eine einheitliche Rechtsgrundlage, gemeinsame Instrumente und vor allem ein gemeinsames Vorgehen der EU-Länder gegen die Abwanderung von Vermögen über die EU-Grenzen in Staaten, die noch heute gute Möglichkeiten bieten, privates Vermögen vor dem Zugriff des Fiskus im Entstehungsland zu verbergen. Soweit Frau von der Leyen. In diesem einen Satz von der Leyen stecken ja mindestens 3 Horrormeldungen. Nämlich erstens das Geständnis, dass es hier nicht um Terrorismusbekämpfung, sondern um Besteuerung geht, beziehungsweise Verhinderung, dass Steuersubstrat verloren geht. Man fragt sich, wo wird uns sonst noch was vorgegaukelt, wenn auch in dieser wichtigen Frage. Zweitens, die Ankündigung kommender EU-Initiativen, womit ja nur Vermögensteuer, Lastenausgleich und ähnliche Maßnahmen gemeint sein können. Drittens, die scheinbar felsenfeste Intention der EU-Führung,
die Abwanderung von Steuersubstrat ins Ausland zu behindern oder verhindern. Zweifellos schließt das auch das Thema Auswandern mit ein. Ehrlich gesagt könnte dieses Zitat auch von einem DDR-Funktionär stammen. Die haben genauso geredet und als nächstes hat man dann eine Mauer in Berlin gebaut. Das Vermögensregister schließt übrigens auch Wertgegenstände in Zollfreilagern mit ein. Doch außer dem Vermögensregister hat die EU-Führung am 17.01.2024 noch weitere erschreckende Maßnahmen beschlossen. Darunter Verbot von Bargeldtransaktionen über 10.000 Euro oder sogar noch weniger. Händler von Luxusgütern müssen die Identität ihrer Kunden prüfen und verdächtige Geschäfte den Behörden melden. Unternehmenseigentümer mit einem Anteil von mindestens 25% müssen EU-weit registriert werden. Senkung der Meldeschwelle beim Register der wirtschaftlich Berechtigten von Gesellschaften, Stiftungen und Trust, das sogenannte Transparenzregister, von derzeit 25% auf 15%, bei manchen Branchen sogar 5%. Verknüpfung der Daten aus den Registern über wirtschaftlich Berechtigte, Konten- und Schließfachregister und Immobilienregister mit dem jederzeit erweiterbaren EU-Vermögensregister. Schaffung einer neuen Superbehörde AMLA samt Behördenstruktur in den einzelnen Mitgliedstaaten mit umfassendem Informationszugang und drakonischen Sanktions- sowie Eingriffsrechten, unter anderem auch Kontensperren. Regulierung von Kryptotransaktionen über 1.000 Euro sowie detaillierte Regelungen zur Schaffung eines elektronischen Euro, Stichwort Central Bank Digital Currency und CBDC. Ich will zu 2-3 Punkten hier noch weiter ins Detail gehen. Zunächst mal die Schaffung der neuen Superbehörde AMLA. Die neu geschaffene EU-Behörde für Geldwäschebekämpfung AMLA wird in Zusammenarbeit mit den zentralen nationalen Anlaufstellen primär die Aufsicht über Finanzinstitute und andere sonstige Verpflichtete übernehmen. Was sind sonstige Verpflichtete? Zu diesen Verpflichteten könnten beispielsweise Gewerbetreibende gehören. Und in Bezug auf Eintragungen in Registern könnten potenziell alle betroffenen Bürger hier unter die Aufsicht dieser AMLA-Behörde fallen, wenn hier Vermögen über 200.000 Euro oder aber signifikante Beteiligungen an Unternehmen vorhanden sind. Hör gut zu. Die Aufsichtsbehörde wird unter anderem befugt sein, spezifische Überweisungen und Konten zu sperren, Dokumente anzufordern, nationale Behörden zur Umsetzung von Ermittlungen zu bewegen, gerichtlich angeordnete Durchsuchungen zu erwirken und so weiter. Zudem ist geplant, dass die Behörde eine zentrale Datenbank etabliert. Sprechen wir nun zu Sanktionen und zur EU-Koordination. Es ist vorgesehen, dass Strafen verhängt werden können, die existenzbedrohend sein könnten. Diese sollen mindestens das Doppelte des durch den Verstoß erzielten Gewinns betragen, sofern dieser quantifizierbar ist oder alternativ ein Betrag von wenigstens 1 Million Euro. Bei Finanzinstituten ist eine Mindeststrafe von 10 Millionen Euro oder 10% des jährlichen Gesamtumsatzes nach dem letzten verfügbaren Abschluss angesetzt, wobei es hier, wie gesagt, um den Umsatz geht und nicht um den Gewinn. Wahnsinn. Es wird klargestellt, dass die zuständigen Meldestellen die Befugnis haben müssen, Banktransaktionen zu unterbinden. Dies muss innerhalb von 48 Stunden nach Eingang einer Meldung über verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten geschehen. Ihre Befugnisse sollen erweitert werden, um in angemessenen Fällen den Zugriff auf das Bankkonto komplett zu sperren. Die zentralen Meldestellen sollen Zugang zu einer Vielzahl von Daten erhalten, darunter Kontoinformationen, Beteiligungen, Immobilien sowie zu Informationen über Hypotheken, Sicherheiten, elektronischen Zahlungsverkehr, Staatsbürgerschafts- und Melderegister, Sozialversicherungsregister, Waffenregister, Finanzdaten, Steuerdaten, Zoll, Datenbank für internationale Reisen, Kraftfahrzeugregister und mehr. Die Verknüpfung dieser Daten soll eine bislang ungeahnte Dimension erreichen. Es ist ja klar, dass es hier ganz erhebliche rechtliche Vorbehalte gibt. In Bezug auf die zuvor skizzierten Initiativen müssen EU-rechtliche Beschränkungen sowie in Deutschland und auch in Österreich Verfassungsrechte beachtet werden. Darunter der Schutz des Eigentums, der Privatsphäre und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stehen besonders in ihrer Gesamtheit in deutlichem Konflikt mit diesen Prinzipien, ebenso mit dem Datenschutz und den bürgerlichen Freiheitsrechten. Denn das Verhältnis zwischen EU-Recht und zum Beispiel dem deutschen Grundgesetz kann bis auf den heutigen Tag als nicht eindeutig geklärt bezeichnet werden. Obwohl das europäische Recht prinzipiell Anwendungsvorrang gegenüber nationalem Recht genießt,
auch gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht steht es nicht einfach über dem Grundgesetz oder kann dieses aushebeln. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit ist daher von großer Dringlichkeit. Auch die Notwendigkeit einer Volksabstimmung kann nicht von der Hand gewiesen werden. Wobei, wie bereits erwähnt, die meisten Bürger null Interesse an diesem Thema haben, denn es betrifft ja nur die Reichen, die Leistungsträger unserer Gesellschaft, die hier für alle die Zeche bezahlen. Sie werden mal wieder abgestraft. Im Übrigen stehen zum Beispiel Höchstgrenzen für Bargeldtransaktionen im Gegensatz zu einem kürzlich eingereichten Volksbegehren in Österreich, das sich für die uneingeschränkte Verwendung für Bargeld ausspricht und mehr als 530.000 Unterstützer fand. Die Tatsache, dass keine Abschaffung des Bargeldes geplant ist, ändert nichts an den bedenklichen staatlichen Eingriffen, die in Planung sind. Jetzt steht natürlich die große Frage im Raum, wie du dich schützen kannst. Ein lückenloser Schutz vor derartigen Regelungen, wie sie die EU hier beschlossen hat, falls diese überhaupt in Kraft treten sollen, erscheint nahezu unerreichbar. Ganz sicher ist die wirksamste Schutzmaßnahme der Umzug ins Nicht-EU-Ausland und der Aufbau von Vermögen außerhalb der EU. Es sollte dir jetzt wirklich klar werden, dass es einen Plan B nicht mehr gibt. Dein Plan B ist jetzt zu deinem Plan A geworden, spätestens jetzt. Du hast jetzt möglicherweise noch 2 bis 3 Jahre Zeit, bis die hier genannten Änderungen in Kraft treten bzw. in die Praxis umgesetzt werden. Nutze diese Zeit sehr effizient und mache dir Gedanken dazu, wie du dein Leben in Zukunft gestalten willst. Jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, etwas zu tun und zu handeln. Und selbst wenn dein erster Wegzug zum Beispiel aus Deutschland oder auch Österreich nur ins EU-Ausland erfolgt, das ist besser als nichts. Du kannst dann in ein Land umziehen, das weniger restriktiv agiert, vielleicht ein paar Steuervorteile hat und von dort aus einen sinnvollen Plan machen und weiterziehen ins Nicht-EU-Ausland. Zusätzlich zum Wegzug ins Ausland empfehle ich dir Folgendes. Eine mögliche Maßnahme zur Vermögenssicherung könnte der Gebrauch von Gesellschaften und Strukturen sein, insbesondere jenen, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, um beispielsweise Immobilien und andere Vermögenswerte zu halten. Es empfiehlt sich, dass auch die Vermögenswerte selbst außerhalb der EU liegen, das ist ja ganz klar. Dennoch ist auch diese Strategie nicht als absolut sicher anzusehen. Wenn du bereits eine Stiftung hast oder eine ähnliche Konstruktion, dann ist es wichtig, dass diese Stiftung auch Sachgüter erwerben kann oder stabile Anlagegüter wie Gold oder Rohstoffe, vorzugsweise außerhalb der EU. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, auf Rechtssysteme außerhalb der EU auszuweichen. Trusts, die ja eher im angelsächsischen Raum bekannt sind, USA, UK, können zunehmend als Instrumente genutzt werden, vor allem für Vermögen, das sich außerhalb der EU befindet. Das wird mit EU-Recht kaum zu knacken sein. Das sind ja alles Maßnahmen, über die wir hier auch laufend sprechen in unseren Videos. Schau dir unsere Videos und Websites an, lass dich inspirieren. An dieser Stelle möchte ich dich nochmals zu unserem Vermögensschutz-Event im April in London einladen. Dort wird es 2 Tage lang um nichts anderes gehen. Neben mir wird es ein paar andere Referenten geben. Einige davon kennst du vielleicht schon aus unseren Videos und wir werden über folgende Themen unter anderem konkret sprechen. Auswandern ins Nicht-EU-Ausland, Länder nah und fern im Überblick. Steuerliche Implikationen eines Wegzugs in Deutschland, von der Wegzugsteuer bis hin zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Deutsche Immobilien vor dem Zugriff durch den Staat schützen, zum Beispiel bei einem Lastenausgleich. Immobilien im Nicht-EU-Ausland erwerben und schützen. Kontoeröffnung außerhalb der EU, Depots außerhalb der EU eröffnen. So schützt du deine Kryptos vor dem Staat. Investitionen in Edelmetalle, Edelsteine und andere Sachwerte und deren Lagerung. Gründungen von Stiftungen, Vereinen, Trusts außerhalb der EU. Nicht-EU-Staatsbürgerschaften erwerben. Vermeidung von Erbschafts- und Schenkungssteuer. Schutz vor den schädlichen Effekten digitaler Währungen, CBDCs. Du siehst, das sind alles Themen, die für dich hier hoch relevant sind. Doch der größte Nutzen, den du aus der Teilnahme an diesem Event ziehst, wird vermutlich nicht mal das pralle Informationsangebot sein. Vielmehr wird es die energiegeladene, positive Atmosphäre sein, die dich mitreißen wird. Sie entsteht, wenn du mit einer Gruppe Menschen in einem Raum bist, die ähnliche Prioritäten haben wie du. Menschen, die erfolgreich sind, die etwas darstellen, die auch Leistungsträger sind. Und von denen du auch etwas lernen kannst. Während dem Event wird es Zeit und Raum geben, sich auszutauschen, kennenzulernen und gemeinsam Brot zu brechen.
Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Für weitere Infos bitte dem Link in der Beschreibung folgen. Übrigens wird dieser Event Montag und Dienstag stattfinden. Du kannst also das Wochenende davor mit deiner Frau bzw. deinem Mann in London flanieren. Übrigens darf dein Lebenspartner oder auch dein Geschäftspartner ohne Zusatzkosten mit dir am Event teilnehmen. Und wenn du ganz hardcore bist, haben wir in der gleichen Woche am Donnerstag und Freitag in der gleichen Location noch unseren Perspektive Ausland Live Workshop. Dort beantworten wir den ganzen Tag deine Fragen zum Thema Auswandern und Steuern. Wenn du an beiden Events teilnehmen willst, erhältst du natürlich einen großzügigen Rabatt. Wenn das Thema Vermögensschutz im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU auch für dich ein Thema ist und dich umtreibt, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch darüber zu sprechen. Wir helfen vielen Mandanten ins Ausland umzuziehen, im Ausland neues Vermögen aufzubauen und ihr bestehendes Vermögen zu schützen, und das seit 20 Jahren. Wir haben ein großes Netzwerk an Experten von Steuerberatern und Rechtsanwälten in verschiedenen Ländern, die schon vielen Mandanten geholfen haben und sicherlich auch gerne mit dir zusammenarbeiten würden. Ich freue mich darauf, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.